Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich hätte niemals im Leben damit gerechnet, dass es eines Tages mal zu diesem Video kommen wird. Doch nun sitzen wir hier, ja, ich auf meinem Stuhl, ihr zu Hause auf eurem Stuhl oder vor den Mobilfunkempfangsgeräten, je nachdem, ja. Und ja, ich muss euch was sagen. Und ich möchte da so transparent wie möglich euch gegenübertreten und das ist mir auch sehr, sehr wichtig und liegt mir sehr am Herzen, dass ihr da dann auch dementsprechend Bescheid wisst für die Zukunft. Ich mache jetzt seit einigen Jahren aktiv Shakes and Fidget, habe jetzt glaube ich schon über ein Jahr lang, wenn nicht sogar noch länger, jeden Tag durchgängig Shakes and Fidget Content auf YouTube hier auf meinem Kanal gebracht, sowohl als Videos als auch als Livestream-Form und habe jetzt zu W50 von Playa Games meinen ersten eigenen Code bekommen, den ihr übrigens immer noch auf W50 einlösen könnt, ne? Und ja, habe nochmal zusätzliche Avatare dazu gezeichnet bekommen, was auch nicht selbstverständlich ist. Und ja, ich möchte euch in diesem Video eigentlich nur eine Sache sagen und darüber auch ein bisschen quatschen. Ich bin ab heute, dem 23.07.2021, nun ein Kooperationspartner von Playa Games. Ja, ich musste selbst erstmal ein bisschen das Ganze sacken lassen. Ja, ich kann mich noch so an meine allerersten Videos von Shakes and Fidget erinnern. So, die haben ein paar Aufrufe gehabt. Es waren so ein, zwei Leute in den Kommentaren, wenn überhaupt so. Aber ich habe sehr, sehr lange Zeit durchgezogen und habe ziemlich viel Fleiß, Arbeit und Mühe in dieses ganze Shakes and Fidget Projekt hier gesteckt, sodass ich, denke ich mal, stolzen Hauptes ja, behaupten kann, dass ich mir mehr oder weniger, das ist natürlich denn euch überlassen, das ist Anschauungssache, mir diese ja, Partnerschaft im Prinzip erarbeitet habe. So, ne? Andere YouTuber bekommen die vielleicht so, ne? Weil sie eine gewisse Reichweite natürlich mit sich bringen. Ich habe jetzt mittlerweile auch eine stabile Zuschauerschaft. Vielen lieben Dank natürlich auch an euch. Und da auch nochmal, ohne euch, ja, wäre ich jetzt nicht in dieser Position, das sagen zu können, dass ich jetzt mittlerweile schon insgesamt 4 gezeichnete Avatare habe. Ja, 3 beim W50 Serverstart und den ihr jetzt gerade seht, mein Main. Und dort sah 50 ich euch ja quasi verschaffen konnte. Das ging aber halt nur, weil eben ihr da seid. Versteht ihr? Weil die Zuschauerschaft halt eben da ist und das Interesse da ist. So. Und ich möchte über das Ganze so transparent wie möglich mit euch kommunizieren. Ich hatte auch mal nachgefragt für die Leute, die es interessiert, der W50, Dorza 50 Code, ne? Da habe ich noch gar keine genaue Rückmeldung, aber er ist im oberen vierstelligen Bereich auf jeden Fall eingelöst worden. Als ich die Zahl gehört habe, habe ich nur gedacht, WTF, Alter. Und das ist, ich sag mal so, es ist nah am 5-stelligen Bereich dran. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Also nicht der untere 4-stellige, sondern der obere 4-stellige Bereich, fast 5-stellig. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, was, Alter? So viele Leute haben den Code eingelöst, da auch nochmal ein riesen Dankeschön an euch natürlich auch, ja. Die Codes hätte ich nicht gedacht, aber sie wurden mitgetrackt auf jeden Fall. Und ja, ich bin mir nicht im Klaren, ob ich das genau sagen darf, aber wie gesagt, ich denke mal, der obere, fast 5-stellige Bereich ist, denke ich mal, ja, ganz gut zu wissen auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir aber mal zum Hauptthema. Was bedeutet das Ganze jetzt? Also, ich bin jetzt ein ja, Kooperationspartner von Shakes and Fidget. Das heißt, im Klartext natürlich, ich bekomme eine gewisse Pilzsumme gesponsert, kann man so sagen. Ja?
Wenn es zu größeren Events kommt, so, dann muss ich natürlich nochmal selbst aufladen. Wenn ich mir irgendwelche Pakete kaufe, wo ich bestimmte Vorteile durchkriege, jetzt auf W50 durch diese ganzen Pakete, die muss ich mir auch noch selbst kaufen. Aber, und das darf ich sagen, ich bekomme auf meinem Main auf S31.de Pilze. Ich bekomme jetzt auf W27 international auf meinem Battlemage Pilze und ich bekomme jetzt auf W50 international auf meinem Krieger Pilze. Wie viele Pilze ich bekomme, und die Frage wird ja sicherlich nicht nur einmal gestellt werden, denke ich mal, wie viele Pilze ich bekomme, das darf ich euch leider nicht sagen. So, ich habe da eine Schweigepflicht quasi unterschrieben, dass man darüber nicht erzählen darf, und da ist halt eben die Transparenz auch bei mir zu Ende. So, ich wollte aber, dass ihr auf jeden Fall darüber Bescheid wisst, dass ich jetzt quasi meine Pilze von Shakes & Fidget gesponsert bekomme. Und ich kann vielleicht noch das sagen, es ist auf jeden Fall mehr, als ich im Durchschnitt ausgeben würde auf meinen alten Servern. Auf den neuen Servern sieht es ein bisschen anders aus, da muss man natürlich mehr investieren, so, ne? Aber auf meinen alten Servern, wo nichts mehr los ist, ne, da sag ich mal, weiß ich nicht, was gibt man da am Tag für Pilze aus? Ja, da hast du die Alu, das ist Glücksrad so, ich lasse das vielleicht 30, 40 Pilze oder so sein, die man da am Tag ausgibt auf den alten Servern, ja, da kann ich auf jeden Fall sagen, diese Sachen sind auf jeden Fall abgedeckt. Ja, so viel kann ich sagen. Mehr ist aber nicht drin. Wie gesagt, ich habe mich verpflichtet zur Schweigepflicht, was das angeht, und das möchte ich auch einhalten. Ne? Trotzdem möchte ich euch gegenüber so transparent wie möglich natürlich sein. Ich hätte das Ganze natürlich auch verschweigen können, ne? Ganz klare Sache, aber das möchte ich nicht, weil im Prinzip ist es ja auch unfair euch gegenüber, weil unterm Strich habt ihr mir das ermöglicht, und warum sollt ihr das nicht wissen? So, ne? Und ja, das ist halt so das Ding. Ja, was heißt das jetzt für die Zukunft? Im Prinzip ändert sich an meinem Daily Content halt gar nichts. Es wird sich nichts ändern. Es wird sich nur etwas ins Positive ändern. Und das ist die Qualität der Videos. Ja? Dadurch, dass mir halt jetzt im Prinzip Pilze gesponsert werden, kann ich natürlich im Umkehrschluss auf den Servern auch euch ein bisschen mehr zeigen. Also das heißt, ich kann in den nächsten Videos, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, kann ich persönlich ein paar mehr Pilze investieren, weil, ja, wie gesagt, sonst von mir aus ist es das halt nicht mehr wert, muss ich sagen, auf den alten Servern jetzt zum Beispiel oder so, oder auch auf W50 so viel Geld auszugeben. Ne? Das ist es mir nicht wert, klar, ich bin auch bereit, mal hier und da ein 100er oder so aufzuladen, ne? Aber jetzt durch diese gesponserten Pilze heißt es so viel wie: Wir können mal einen Minen-Skip machen, wir können mal ein paar Edelsteine skippen, wir können bedenkenlos im Laden herumblättern, und so eine ganzen Sachen, die mir halt früher jetzt nicht so möglich waren, die sind mir jetzt dadurch ermöglicht. Ich bekomme nicht Unmengen an Pilzen, so ist es jetzt auch nicht, ne? Also ihr dürft das auch nicht falsch verstehen. Aber auf jeden Fall kann man sich über die Zeit ein nettes Portfolio an Pilzen ersparen, die wir dann auch wieder ausgeben können. So, und das halt auf Players Nacken. Ne? Das wollte ich euch nur mit auf den Weg geben. Und dazu, das werde ich auch gleich noch erwähnen, ist es mir halt auch wichtig, dass ihr halt auch wisst, dass, wenn ich jetzt Pilze ausgebe für irgendwas, ich das Ganze nicht großartig bezahle. Also zum Großteil nicht bezahle. Ne? Ich bezahle immer noch den Teil aus meiner Tasche, wenn es halt mal irgendwo knapp wird. Aber ein Großteil werde ich an Pilzen jetzt nicht mehr investieren. Und wichtig ist es mir dabei persönlich immer zu erwähnen, wenn ich mal irgendwo durch die Dungeons durchrushe oder den Legendary Dungeon grinde oder mir Steine aus der Edelsteinmine skippe oder was weiß ich, dann ist es mir immer ganz, ganz wichtig zu sagen, dass ihr das zu Hause bitte nicht nachmachen sollt, denn ich bezahle nichts für meine Pilze, so gut wie nichts, aber ihr werdet halt trotzdem, ja,
So bitter es halt klingt, aber ihr seid halt eben nicht in meiner Position, weiterhin Pilze dafür ausgeben müssen. Und ich möchte nicht, dass ich ein schlechter Einfluss auf euch bin, dass ich jetzt mehr Pilze ausgeben werde in meinen Videos und ihr dazu animiert seid oder euch verpflichtet fühlt, irgendwie mit mir mitzuziehen. Das möchte ich in keinem Fall und das ist mir auch ganz wichtig zu erwähnen. Ja, das wollte ich nur noch mal an der Stelle sagen. Das werde ich immer mal wieder hin und wieder dann mal erwähnen, weil das ist mir schon wichtig, muss ich sagen. Ja, ansonsten, ja, denke ich mal, geht es jedem von euch so, wie es mir gehen würde. Ich denke mal, wärt ihr an meiner Position gewesen, dann hättet ihr wahrscheinlich genau dasselbe gemacht. Und ja, deswegen ja, hoffe ich mal, dass ihr mir das dann auch irgendwo gönnt. Ne? Am Ende des Tages ist es halt für mich ein Mehrwert, aber halt auch für euch ein Mehrwert, weil ihr halt dadurch mehr Pilz-Content sehen könnt. Ne? Das ist halt eine ganz nice Sache auf jeden Fall. Ja, das wollte ich nur mal loswerden, das wollte ich euch sagen. Ich bin heute ab dem 23.07.2021 Kooperationspartner von Shakes & Fidget geworden. Nach sehr vielen Jahren, nach über, ich weiß nicht, mittlerweile 800 Videos, über, keine Ahnung, 200-300 Livestreams, ne, haben wir es geschafft, wir zusammen als Community, ja, dass ich nicht nur Avatare, Codes, sondern jetzt auch Pilze von Playa Games bekomme, ne. Ich bin quasi, ich habe es geschafft, ich bin angekommen, so, ja, und dafür wollte ich euch ein riesengroßes Dankeschön aussprechen, ne, dass ihr mir das möglich gemacht habt und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, die Reise geht weiter, besser als zuvor, ne, und ansonsten, ja, wenn es euch gefallen haben sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da, ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.